Hier ist Timmy Rough von The New Roses, Gitarrist, Songwriter und Singer von der Band. Ich freue mich, dass ich heute hier euch begrüßen darf in meinem Wohnzimmer und habe hier ein bisschen neues Equipment dabei und freue mich jetzt ein bisschen mit euch zu quatschen. Los geht's! Zu Hughes Kettner bin ich vor Jahren schon gekommen, da war ich ganz frisch dabei, überhaupt konnte die Gitarre gerade so halten. Ich weiß noch, dass ich da so ungefähr gefühlte 2 Minuten gebraucht habe, um von A-Dur nach E-Dur umzugreifen. Und da hat meine Schülerband auf der Frankfurter Musikmesse an einem Band-Contest teilgenommen, School Jam hieß das damals. Und da haben wir tatsächlich gewonnen und ein Jahr Hughes Kettner Support gekriegt. Und haben damals dann Full Stacks gekriegt. Das war für uns wie, als hätte man uns einen Ferrari geschenkt. Also überhaupt so große Türme im Proberaum stehen zu haben. Wir hatten ja vorne so kleine Transistorteilchen irgendwie aus dem Ausverkauf, aus dem Wühltisch quasi. Und dann hatten wir Full Stacks von Hughes Kettner 1 Jahr lang. Und danach war quasi eine jahrelange Freundschaft geboren. Und ja, jetzt gibt es das schon, wie lange? 2005? Ja, 15 Jahre. Wahnsinn. Ja, ganz klar. Damals war das, glaube ich, die Trilogy-Serie. Das war eigentlich viel zu viel Dampf für unsere Band. Wir waren ja eine klassische Rock'n'Roll, AC/DC-mäßige Combo. Und der Trilogy-Amp, der hatte ja schon richtig Metal-Dampf irgendwie. Und wir als kleine Schülertruppe, wir hatten auch noch, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie einen Verstärker irgendwie mit so viel Knöpfen und Rädchen vor mir gesehen. Von daher glaube ich, haben wir nicht alles rausgeholt, was der Amp zu bieten hatte. Aber wir haben es auf jeden Fall aufgedreht immer bei jeder Show. Von der Trilogy-Serie bin ich dann erstmal auf den Switchblade, der war damals dann ganz neu. Der wurde mir geschickt, den habe ich aber ehrlich gesagt einfach überhaupt nicht kapiert. Und dann habe ich bei euch angerufen und habe gesagt, habt ihr nicht irgendwas, was ganz simpel ist und einfach nach Rock'n'Roll klingt? Und damals war dann ganz neu eben die Statesman-Serie. Das war ein wunderschöner Amp, der in so einem Tweed Anzug daherkam, so schön beige und mit so einer dunkelroten, weinroten Lederverkleidung außen. 60 Watt Amp, da habe ich mich voll eingekleidet mit. Ich glaube, da hatte ich fast alle Varianten, die es von dem Amp gab. Und habe sie auch jahrelang gespielt und habe sie auch heute noch. Ich glaube, ich bin einer der stolzen Besitzer, die diese Dinge noch haben, denn kaufen kann man die nicht. Ja, da bin ich dann auch voll mit eingestiegen in der ganzen Entwicklung. Da hatte ich dann erst den Tube-Meister, dann den Grandmeister und jetzt aktuell hier den Black Spirit 200. Und das Zeug hat sich eben, das kam mir wie gerufen, denn wir haben ultra viel gespielt. Wir waren auf einmal mit der Band nur noch unterwegs und ich als singender Frontmann-Gitarrenspieler war unheimlich genervt von dem ständigen Rumgetrete auf dem Board. Ja, du bist am Singen, du musst mit den Leuten reden und bist dann aber die ganze Zeit Delay an, Delay aus, Chorus an, Chorus aus und so weiter. Deswegen bin ich eigentlich schon dazu übergegangen, überhaupt keine Effekte mehr zu benutzen und quasi totale Abstriche zu machen beim Sound. Und dann kam erst der Tube-Meister, ich glaube, da waren die Effekte noch nicht mit drin. Dann kam der Grandmeister, wo schon Effekte mit eingebaut waren und programmierbar waren. Und durch den Switchblade ist das alles noch mal viel besser handelbar geworden und man hat totale Freiheit, aber man hat eben immer noch das Gefühl, einen richtigen Amp zu spielen und kein Computer. Und jetzt kann ich mit einem Knopfdruck eben, während ich singe, einfach Effekte an- und ausschalten, Kanal wechseln. Ich habe also gar nicht mehr hier so viel zu tun, ständig mit der Regelei. Ich weiß, viele Gitarristen werden sich da auf die Zunge beißen, aber ich als hauptsächlich Sänger und erst quasi im zweiten Schritt Gitarrist, ich brauche es halt einfach und ich brauche es zuverlässig. Und da kommt das Zeug wie gerufen und deswegen ist das auch mein absolutes Studio- und Road-Besteck hier. Also wenn du dir überlegst, du spielst
bist on the road irgendwie und spielst Festivals und viele, sagen wir mal, Festivalbesucher haben ja gar nicht auf dem Schirm, was da eigentlich abgeht hinter der Bühne. Du hast da ultra wenig Platz. Das muss sau schnell gehen, der Umbau muss so schnell gehen. Du hast faktisch keine Zeit für einen Soundcheck. Ja? Wir hatten es schon erlebt, dass wir anfangen zu spielen und die Mikrofone, die vor den Amp gehören, standen noch ins Publikum. Ja? Oder 1,5 Meter weg, weil eben so ein Chaos da manchmal herrscht, dass du gar nicht dazu kommst, jetzt dein Boutique-Amp aufzustellen und sagen, genau da den Millimeter, da muss das Mikro hin zeigen, damit ich hier meinen optimalen Sound habe. Das kannst du vergessen. Ja, im Studio ist das was ganz anderes, aber on the road hat mir dieses Ding hier schon halt mehrfach das Leben gerettet, weil da steckst du einfach ein Kabel hinten rein, da kannst du auf das Mikrofon hier vorne scheißen. Da kriegst du immer denselben Sound daraus. Ja? Natürlich kann man jetzt unter dem Mikroskop, könnte man immer sagen, könnte man jetzt mit einem super duper Boutique-Amp und 1000 Lautsprechern hier noch was rausholen, aber in der Realität, ja, spielen so viele Faktoren eine Rolle. Wie ist es abgemischt? Wie viel Zeit hattest du für einen Soundcheck? Was hängt da überhaupt für eine Anlage? Ja, und so weiter und so fort. 1000 Faktoren, sodass du mit so einem Besteck aus meiner Sicht einfach auf Nummer sicher gehst, immer denselben Sound hast. Du kannst dich auf dein Spielen konzentrieren, auf die Fans konzentrieren, auf die Performance konzentrieren und du hast diesen Faktor, hoffentlich geht alles gut, den hast du komplett gestrichen aus deinem Hirn. Ja? Und dafür ist das Ding der Hammer. Also gerade jetzt, als ich den Black Spirit bekommen habe, war ich, das war was völlig Neues in Bezug nicht auf Sound, dass du sagst, wie klingt denn das jetzt, sondern die Freiheiten, die Möglichkeiten, die du auf einmal noch bekommen hast. Also hier gibt es jetzt eine Funktion, die nennt sich Sagging, wo du, ohne dass du den Amp aufdrehen musst bis auf 12, um diese Röhrenkompression zu spüren. Du kannst einfach diese Kompression reindrehen, wenn man so will, ohne dass du laut machen musst. Und das gibt dir nochmal eine Freiheit dazu, gerade bei nur so leicht angezerrten Sounds, sodass du nicht sagst, ich muss halt mehr Gain reindrehen, sondern du lässt den Gain da, wo er ist und fährst einfach diese Röhrenkompression rein, ohne dass du an der Lautstärke was verändern musst. Das ist zum Beispiel ein Feature, das ist unschlagbar. Und auch hier, das ist ja schon länger bei euch im Programm, dieser Resonance-Regler, der einfach ohne Matsch mit reinzubringen, weil man immer mehr besser reindreht, sondern du drehst einfach so ein Bottom-End rein, gerade für so Drop-D-Sachen, hast du einfach so ein ganz, wie so eine Art Bassdrum-Feeling noch dabei, so einen wunderschönen, schmatzigen Attack auf deinen tiefen Seiten, den du gar nicht erzeugen könntest, wenn du einfach Bass reindrehst. Und gerade die beiden Feature sind für mich echt ein riesen Dazugewinn. Ja, ultra leicht zu handeln und nur Spaß damit. Also ehrlich gesagt, es interessiert mich auch überhaupt nicht. Also ich bin da kein Nerd, der dann sagt, ja, wie funktioniert das und wo ist was zusammengelötet oder irgendwas, sondern ich stecke da das Kabel rein und wie gesagt, entweder mir gefällt der Sound und ich drehe da vielleicht noch ein bisschen mitten rein oder sonst irgendwas oder raus oder nicht. Ich bin absoluter Pragmat, was das angeht. Ich gehe auf die Bühne, wir spielen, ja, es gab Jahre, da haben wir 120, 130 Konzerte gespielt in aller Herren Länder und da willst du einfach diesen Faktor Amp, den willst du gar nicht auf dem Tisch haben. Du willst einfach rausgehen und Gas geben und maximal irgendwie nach jedem Song mal einen Knopf drücken. Ja, oder mal für einen Chorus oder für Solo, aber ich habe keinen Bock auf 1000 Effektgeräte, 1000 Patchkabel, den ganzen Kram. Das ist alles Zeug, was knackst und kaputt geht und wo das Bier reinläuft und so eine Scheiße. Ja. Du willst da eigentlich, also ich persönlich will da eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Ja. Und deswegen komme ich immer wieder bei diesem Ding da raus. So, jetzt suche ich uns mal hier gerade einen Sound raus, wo wir hier so ein bisschen, das ist hier mein Life Ain't Easy for a Boy with Long Hair Sound.
So, jetzt steht hier der Sagging-Regler gerade auf 3. Wenn ich das jetzt reindrehe, auf 7. Man kriegt einfach diesen crispen Dazugewinn, ohne sonst irgendwas zu verändern. Das ist eine Funktion, die ich extrem geil finde. Und jetzt mal zum Beispiel, wie wäre es mit Whiskey Nightmare? Haben wir hier. Da drehe ich uns jetzt mal den Resonanzregler voll rein. Man hat also immer noch komplette Kontrolle über den Sound. Hört jede einzelne Seite. Wenn ich den Resonanzregler jetzt mal rausdrehe, komplett. Und hier wieder reindrehe. Das sind jetzt zum Beispiel diese 2 Dinger, die ich extrem cool finde, um nochmal was anderes zu zeigen gerade. Das ist zum Beispiel aus dem Sound, wo ich jetzt mal... Hier reden wir von einem Flanger, einem Delay und Reverb gleichzeitig. Wenn in der Vergangenheit musste ich halt eben Reverb, Flanger und Delay anmachen, singen dabei und dann eben zum Refrain halt alles ausschalten, umschalten, Kanal wechseln, also ist quasi faktisch unmöglich, sodass ich halt in der Vergangenheit einfach diesen Gain-Sound hatte und habe dann einfach eben das gemacht, anstelle, dass ich halt einen Zugriff hatte auf so einen Sound, ja. Und da ist mir das natürlich wesentlich lieber hier. Auch zu erwähnen ist, dass ich mir mit dem Amp eben die Setlisten immer einspeichere vor jeder Show. Also wir machen eine Setlist, ich hocke mich dann kurz hier mit dem iPad hin und schiebe mir die Reihenfolge der Songs hin und kann dann quasi einfach immer von Bank zu Bank wechseln. Auf jeder Bank habe ich den nächsten Song drauf und kann also quasi immer nach der Setlist die Songs wechseln. Habe dann also immer für jeden Song meine 4 Sounds, wo ich alles nur per Knopfdruck regeln kann. Und muss mich, wie gesagt, um nichts mehr sonst kümmern. Das ist eigentlich immer mir am liebsten, sodass ich mit dem Kopf und mit dem Herzen in der Show und bei den Fans sein kann. Was ich jetzt im Moment gerade mache, ist einfach am nächsten Album arbeiten, Songs schreiben, am Gitarre spielen und eben einfach an der Musik arbeiten. Weiterarbeiten, die man dann hoffentlich irgendwann in der Zukunft wieder auf die Bühne bringen kann. Ich selbst versuche mich in der bestmöglichen Form zu halten, musikalisch, mit dem Gesang, mit der Gitarre und auch körperlich und mental, sodass, wenn wir uns alle wiedersehen, dass wir alle da weitermachen können, wo wir aufgehört haben. Und ja, im Zusammenhang jetzt mit den Amps, muss ich sagen, kann man hier echt eine Menge machen, auch zu Hause. Man kann
hier einfach einen Kopfhörer anschließen und einfach so drauf losspielen. Man kann das Ding direkt in seinen Computer reinstecken, in sein Interface. Man kann das eigentlich an jeden Lautsprecher, der irgendwo rumsteht, an jede Gesangsanlage kann man das Ding reinstecken. Man kann das Ding hier auf 2 Watt runterregeln. Man hat also wirklich einen geilen Sound auf Zimmerlautstärke. Und wie ihr seht, verbraucht das jetzt auch nicht den Ultra-Platz irgendwie, sodass man jetzt seinen Fullstack irgendwie ins Badezimmer rollen muss oder sowas. Darauf kann man verzichten. Also sowohl auf der Bühne als auch jetzt hier in Quarantänezeiten spielt er echt eine Menge Stärken aus. Und ich bin echt happy, dass ich das Ding hier habe. Ich arbeite quasi mit meinem Live-Sound hier, mit exakt dem Sound, den ich live habe, arbeite ich jetzt auch zu Hause und kann auch für das nächste Album schon in meinem Live-Sound, in meinem Studio-Sound auch schon Demos erstellen oder sonst irgendwas machen und üben. Das ist schon auf jeden Fall besser als andersrum. Ja, ganz normal. Wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben eine thenewroses.com Webseite, ganz normal. Bei Facebook findet man uns, bei Instagram findet man uns auch. Und hoffentlich kann man uns auch baldigst wieder überall live erleben. Wir sind immer noch auf Nothing But Wild Tour, das ist unser aktuelles Album. Die Tour wäre jetzt gerade, wir werden jetzt auch, glaube ich, wir hätten jetzt mit Kiss gespielt, gerade, das wäre jetzt auch gerade gewesen. Das werden wir auch alles nachholen. Also wenn ihr uns live erleben wollt, dann kriegt ihr nächstes Jahr hoffentlich die Gelegenheit, uns überall zu sehen, wo man halt Rock'n'Roll-Bands live sehen kann. Bis dahin bleibt Nothing But Wild unser aktuelles Album. Und das gibt's überall, wo man halt Musik herkriegt, kriegt ihr das auch. So Leute, ich habe euch kurz einen Einblick verschafft, wie ich hier mit dem Black Spirit arbeite und was ich daran geil finde. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen, habe euch ein bisschen Infos gegeben. Bald hoffentlich könnt ihr das Ding auch mal wieder live im The New Roses Kontext sehen. Bis dahin, stay crazy and keep on rocking.